Die Konferenz geht los. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Salzburg Summit press conference. The three speakers will first give their introductory remarks and afterwards take your questions. Now, without further ado, I first invite the hosts of the summit, Federal Chancellor Sebastian Kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zu dieser abschließenden Pressekonferenz nach dem Gipfel hier in Salzburg ganz herzlich begrüßen. Ich darf mich bedanken bei Präsident Tusk und Präsident Juncker für die gute Zusammenarbeit. Wir dürfen Ihnen jetzt gemeinsam einen Überblick über die letzten beiden Tage, aber auch über die weitere Vorgehensweise geben. Die zwei großen Themen waren der Brexit und der Kampf gegen die illegale Migration. Vielleicht zunächst ein paar Worte zum Brexit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Wir müssen einen Hard Brexit verhindern. Es hat gute Gespräche hier informeller Natur gegeben. Wir haben uns verständigt unter den EU 27, dass wir den Oktober nutzen wollen, um die Verhandlungen zu finalisieren und dann auch im November einen Schlussstrich unter die Verhandlungen ziehen zu können. Wir haben darüber hinaus über die Migration gesprochen. Hier ist ja im Juni erstmals eine Trendwende gelungen. Im Juni haben wir uns auf einen stärkeren Fokus auf den Außengrenzschutz, aber auch auf eine stärkere Kooperation mit den Transitländern im Kampf gegen illegale Migration und im Kampf gegen die Schlepper geeinigt. Heute sind weitere Schritte gelungen. Wir haben uns darauf verständigt, dass Präsident Tusk und ich die Gespräche mit Ägypten, aber auch mit anderen nordafrikanischen Ländern vertiefen sollen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine vertiefte Zusammenarbeit zur Migration, aber auch zu Themen der wirtschaftlichen Entwicklung mit Ägypten führen wollen. Ägypten setzt nicht auf Flüchtlingszentren, ist aber sehr effizient im Kampf gegen illegale Migration. In den letzten beiden Jahren hat kein Schiff mehr illegal Ägypten in Richtung Europa verlassen. Und wenn Schiffe versucht haben, nach Europa illegal aufzubrechen, dann sind sie nach Ägypten zurückgestellt worden. Ägypten und die nordafrikanischen Staaten können für uns wichtige Partner sein, wenn es darum geht, zu verhindern, dass Schiffe nach Europa ablegen und wenn sie ablegen, dass sie nach der Rettung zurückgestellt werden in diese Transitländer. Nur so können wir die illegale Migration reduzieren, das Geschäftsmodell der Schlepper zerstören und vor allem auch das Ertrinken im Mittelmeer beenden. Die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas, die in den Medien immer das große Thema ist, war, um ehrlich zu sein, in der Sitzung nur ein Randthema. Wir haben als Präsidentschaft die Pflicht, alle Themen zu behandeln, die von den Mitgliedstaaten behandelt werden sollen. Aber ich gebe zu, dass ich immer gesagt habe, schon vor Jahren, dass die Verteilung alleine nicht die Lösung auf die Migrationsfrage sein wird. Es gibt Dissens über die Verteilung. Es gab Dissens über die Verteilung und es wird auch nach der österreichischen Präsidentschaft, wenn Sie meine Meinung hören wollen, Dissens zu diesem Thema geben. Ich glaube daher, dass es gut und richtig ist, dass wir auf den Außengrenzschutz, auf den Kampf gegen illegale Migration, auf das Vorgehen gegen die Schlepper und auf die Kooperation mit den afrikanischen Staaten setzen. Wir haben die Zeit auch genutzt, um über den Vorschlag der Kommission zum Thema Frontex zu beraten. Ich unterstütze den Vorschlag zu 100%. Bei einigen Mitgliedstaaten gibt es noch Diskussionsbedarf, was die Souveränitätsrechte betrifft. Ich hoffe sehr, dass wir hier bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen können, Frontex stärken können, das Mandat erweitern können und auch bis 2020 auf 10.000 Mann zur Stärkung des Außengrenzschutzes aufstocken können. Wir haben uns darüber hinaus auch verständigt, dass es eine engere Kooperation mit den afrikanischen Staaten auch geben soll zur Unterstützung der Entwicklung dieser Staaten, also eine wirtschaftliche Kooperation, eine Kooperation
zur Nutzung der Innovation und des Fortschritts, um diese Staaten bestmöglich zu unterstützen und das Leid zu lindern. Wir werden für Mitte Dezember daher gemeinsam mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union, Kagame, zu einem Gipfel in Wien einladen. Vielen Dank auch an Präsident Juncker für die Unterstützung. Abschließend darf ich mich bei allen Salzburgerinnen und Salzburgern bedanken, die in den letzten beiden Tagen sehr viel Sicherheit, aber auch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen in Salzburg erdulden mussten. Ich danke den Salzburgerinnen und Salzburgern, dass sie so gastfreundschaftlich agiert haben, möchte aber auch ein großes Danke an die Exekutive und alle Organisatoren sagen. Es war ein, glaube ich, sehr gelungener Gipfel. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt und ich hoffe natürlich als österreichischer Bundeskanzler auch, dass die Bilder, die Sie in alle Welt schicken, vielleicht den einen oder anderen Touristen auf die Idee bringen, seinen nächsten Urlaub in Österreich zu verbringen. Vielen Dank. Wenn es Ihnen gefallen hat, hoffe ich, dass Sie wiederkommen, auch gerne privat. Vielen Dank. And now to the chair of the summit, European Council President Donald Tusk. Let me start by thanking the beautiful city of Salzburg, the Austrian EU presidency and you personally, Sebastian, for hosting this remarkable summit. It's truly impressive. Your hospitality, the whole logistic, it's not an empty compliment. It was one of the best political performances I have ever witnessed. Congratulations. As you mentioned, we have discussed migration, internal security, and Brexit here in Salzburg. The migration debate showed that we may not agree on everything, but we agree on the main goal, which is stemming illegal migration to Europe. There was a constructive debate and good atmosphere, and we decided to continue our focus on what unites us and what has already brought results. This means strengthening our external borders as well as strengthening cooperation with third countries. Such cooperation should not be just on migration or fighting smugglers and traffickers. It should be about a much broader vision of partnership. Together with Chancellor Kurz, we have started a dialogue with the Egyptian President, and now we can say that there is a backing from the European Council for this and similar dialogues. I will meet President al-Sisi on Sunday to take this forward. And we will be reaching out to other African partners in the coming weeks with Chancellor Kurz, with the Commission, also with a group of countries. I mean member states. In this context, we also agreed to organize a summit with the League of Arab States in February next year in Egypt. On internal security, we agreed priorities for immediate actions. That's why there is a shared determination to take forward the Commission's proposal for a strengthened European border and Coast Guard as a priority. At the same time, as Chancellor underlined, it is also clear that there are issues regarding sovereignty and the size of Frontex that will have to be further discussed. In addition, we agreed to step up the fight against all forms of cybercrime, manipulations and disinformation. Fires this summer demonstrated the importance of our European cooperation and is an example of concrete European solidarity. It's also in this context that we decided to speed up work on the civil protection mechanism. At our EU27 working lunch today, we had a good discussion on Brexit, which once again reconfirmed our full unity. Let me highlight 3 points. First, we reconfirmed that there will be no withdrawal agreement without a solid operational and legally binding Irish backstop. And we continue to fully support Michel Barnier in his efforts to find such a model. Second,
we agreed to have a joint political declaration that provides as much clarity as possible on the future relations. Everybody shared the view that while there are positive elements in the Chequers proposal, the suggested framework for economic cooperation will not work, not least because it risks undermining the single market. Third, we also discussed the timetable for further negotiations. The moment of truth for Brexit negotiations will be the October European Council. In October, we expect maximum progress and results in the Brexit talks. Then we will decide whether conditions are there to call an extraordinary summit in November to finalize and formalize the deal. Last but not least, again, thank you, Sebastian, for your efforts here in Salzburg and during the Austrian presidency. We all, I think, not only Jean-Claude and myself, we are really impressed of what you have achieved. Thank you very much. Thank you. And now the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde fast alles gesagt, fast, aber noch nicht von jedem. Und deshalb möchte ich einige ergänzende Bemerkungen nachschießen. Dies war ein nützlicher und auch positiver informeller Gipfel. Positiv und nützlich, weil er auch vom Bundeskanzler umsichtig vorbereitet wurde und alle Mitgliedstaaten zu allen Tagesordnungspunkten, die es gab, sowohl vom Ratspräsidenten als auch vom Bundeskanzler intensiv konsultiert wurden über die letzten Wochen und Tage, und deshalb konnten wir zügig heute arbeiten. Ich bin froh darüber, dass einige Vorschläge, die die Kommission, ich glaube, letzte Woche vorgelegt hat, auf breite Zustimmung stießen, obwohl es zu Detailfragen und Detailaspekten der verschiedenen Vorschläge weiterführende Debatten und weiterführende Fragestellungen gibt. Aber der Vorschlag beispielsweise, terroristische Internetinhalte so schnell wie möglich aus dem Internet zu verbannen, trifft auf ungeteilte Zustimmung. Die Kompetenzerweiterung der Europäischen Staatsanwaltschaft in Richtung Terrorismusbekämpfung wirft zwar Fragen auf, was das Miteinander, Nebeneinander und nicht gegeneinander von nationalen Staatsanwaltschaften und europäischer Staatsanwaltschaft anbelangt, aber es gibt keine Ablehnung im Grunde. Faire und freie Europawahlen ist ein weiterer Punkt, den wir kurz andiskutiert haben, breiteste integrale Zustimmung aller. Und auch in Sachen, da war ich weniger optimistisch, bin es aber jetzt sehr, auch in Sachen Außenschutz der Grenzen sind wir weitergekommen. Nicht jeder stimmt allen Aspekten der Vorschlagsmasse, die die Kommission vorgelegt hat, zu, aber es gibt einen Grundkonsens, und den hat Österreich herbeigeführt, nicht allein, aber auch, um in Sachen Küsten- und Grenzschutz weiterzukommen. Ich gehe davon aus, dass noch unter österreichischer Ratspräsidentschaft abschließende Beratungen zu diesem Punkt stattfinden können. Ähnliches gilt für den Ausbau, die Stärkung des europäischen Katastrophenschutzes. Der Sommer hat gezeigt, aber man konnte das auch schon vor dem Sommer wissen, dass wir hier mehr Europa brauchen. Wir haben als Kommission im November 2017 Vorschläge vorgelegt. Die erscheinen mir immer zustimmungsfähiger und würdiger zu werden. Ich habe also jeden Grund, mich beim Kanzler für die gute Arbeit des österreichischen Ratsvorsitzes zu bedanken, und ich war auch froh, dass wir das in Salzburg machen konnten. Salzburg ist eine Garantie für Gipfelerfolge, weil es gibt viele Gipfel um den Gipfel herum und einer ist schöner als der andere. Ich muss allerdings nicht zu einem Europäischen Rat kommen, um Salzburg zu entdecken. Ich bin einmal pro Jahr hier, sage aber nie wie, weil ich sonst mit der Liebeszuwendungen der Österreicher nicht erwehren kann. Das war als Liebeserklärung gedacht. Also das war alles sehr gut und das wird noch besser werden. Thank you very much. With that, I open the floor for your questions, and I see the first question here in the first row to the right.
Microphone. Microphone. Ja. Closer. Ja, zum Thema Ägypten. Sie haben gesagt, Ägypten setzt nicht auf Flüchtlingszentren. Heißt das, dass Sie keine Chance sehen, in Ägypten einmal eine solche sogenannte Anlandeplattform zu errichten? Oder anders gefragt, warum sollte ein Staat, der stolz darauf ist, dass jetzt niemand mehr von dort weggeht, warum sollte der dann sich bemühen, dort eine solche Plattform einzurichten, von der Leute aus anderen Ländern dann zurückgeschickt werden? Also zunächst einmal, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der etwas eigenartigen Wortkreation der Anlandeplattformen. Wir haben noch immer nicht herausgefunden, wem das Wort eigentlich eingefallen ist. Ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, um die illegale Migration zu lösen. Worum es geht, ist sicherzustellen, dass möglichst wenig Menschen illegal von den nordafrikanischen Staaten in Richtung Europa aufbrechen. Worum es darüber hinausgeht, ist, dass, wenn sie aufbrechen, dass die Rettung, wenn möglichst, schon im Küstengebiet der nordafrikanischen Staaten stattfindet. Worum es darüber hinausgeht, ist die Frage, wenn es nicht mehr im Küstengebiet der nordafrikanischen Staaten möglich ist, die Rettung durchzuführen, sondern auf hoher See, wer führt die Rettung dann durch? Und erst wenn Menschen in unseren Küstengewässern ankommen und dort die Rettung stattfindet, gilt rechtlich die Pflicht der Europäischen Union, diese Menschen auch nach Europa zu bringen. Wenn Sie sich anschauen, wo heute die Rettung stattfindet, dann finden Sie kaum eine einzelne Rettungsaktion, die im Küstengebiet der Europäischen Union stattfindet, sondern meistens sehr nah an der Küste zu den afrikanischen Staaten, die NGOs vielleicht teilweise sogar in den Küstengewässern. Und was wir jetzt mit der Aquarius erleben, ist, dass hier doch zumindest von manchen der Verdacht geäußert wird, dass es eine zumindest informelle Abstimmung mit den Schleppern gibt und die Aquarius versucht, der Rettung durch die libysche Küstenwache zuvorzukommen, nicht nur um Leben zu retten, sondern vor allem um die Menschen nach Europa zu bringen und nicht zurückzustellen nach Libyen. Wenn der maltesische Premierminister das kritisiert, dann hat er vollkommen recht. Und bitte machen Sie nicht den Fehler, ihn nur wegen seiner Haltung in dieser Frage als Rechtspopulisten einzustufen. Er ist ein Sozialdemokrat. Aber er hat vollkommen recht, wenn er kritisiert, was hier nach wie vor im Mittelmeer stattfindet. Und wenn wir uns die Zahlen der Toten anschauen, dann kann auch niemand behaupten, dass diese Politik Leben gerettet hat. Denn es hat niemals so viele Tote gegeben im Mittelmeer wie in den letzten Jahren. Das heißt, hier braucht es einen Systemwechsel. Und dieser Systemwechsel kann dann eingeleitet werden, wenn wir starke Partner in Afrika haben. Es geht hier nicht um Kunstwortkreationen, sondern es geht um starke Partnerschaften, um Länder, die effizient sind, wie es Ägypten schon ist, die Notwendigkeit, in anderen effizienter zu werden, Unterstützung von unserer Seite für die Küstenwache dieser Länder, damit die Rettung möglichst gut, möglichst schnell stattfinden kann, noch in deren Küstengewässern. Im Idealfall gelingt es sogar, so wie Ägypten das schafft, dass Boote gar nicht erst ablegen. Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Das ist das Ziel, dem wir heute wesentlich näher sind als noch vor einem Jahr. Vor 3 Jahren sind diese Gedanken noch als rechts- oder rechtsradikal verurteilt worden. Jetzt werden sie von immer mehr unterstützt. Daran arbeiten wir und ich freue mich über jeden Schritt, der uns in diese Richtung gelingt. Ägypten ist effizient, Ägypten ist vorbildlich im Kampf gegen illegale Migration und Schlepperei. Wir sind dankbar. Wir wollen Ägypten dabei weiter unterstützen, in einen Dialog eintreten. Zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen wie der wirtschaftlichen Entwicklung, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und wir hoffen, dass uns das auch mit anderen Staaten in Nordafrika gelingt. Es gibt erste gute Signale und auch die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, diese Bemühungen von Präsident Tusk und auch von mir zu unterstützen. Sie können den Namen nennen, den Sie nennen wollen. Ich versuche es in meinen Worten darzulegen und glaube, dass das sinnvoll ist. Thank you. And we take the next question. I believe the lady in the 5th row. Katja, yes, please. You are the next. Very much. To your right.
Katia Adler, BBC. In their way in and around this informal summit, we've heard EU leaders talk about compromise when it comes to Brexit. Prime Minister Kurz, you've mentioned both sides needing to come together. Theresa May feels that she has come towards EU principles and is asking when the EU is going to come towards her and the UK. How can you do that? When can you do that? And if you don't, over the Irish border issue, isn't there a danger that you're over-guesstimating that Theresa May will back down, that the UK Parliament will accept it if she does? Because if that's the case, surely it's a gamble leading to a no-deal scenario you say that you don't want. President Tusk, if you would kindly answer first. Thank you. You know, everything is more or less clear now. First of all, and this is, in fact, I think the essence of European politics, we need to compromise on both sides. This is the very sense of negotiations. It must be clear that there are some issues where we are not ready to compromise, and first of all, this is our 4 fundamental freedoms and single market. This is why we remain skeptical and critical when it comes to this part of the Chequers proposal. The Irish question remains our priority too. And for this, we need not only goodwill, what we feel today. It's the atmosphere today and yesterday was much better than 2 or 3 weeks ago. But the Irish question needs something more than only good intentions. I mean, we need a tough, clear, and precise guarantees. And this is why we need more time, and we need more time, but our hope is that we will be ready with this in October. This is, for us, this is the condition to continue this process in November. Without clear and precise solution for Irish question and for the whole context of our economic future relations, it will be difficult even to imagine a positive process after October. And we have to, I think it's quite easy to understand that sometimes Theresa May and her staff, and also on our side, that we will use sometimes tough communication. You know, it's we shouldn't hide this obvious truth that we are in the middle of really difficult negotiations. It means that it's also a tough game. But today, as you know, I was always very, very sad because of Brexit as such. But today I am a little bit more optimistic when it comes to positive outcome of our negotiations. But unfortunately, we can't exclude at this stage also no deal solution. It depends on both sides. I mean, this is the very idea of negotiations. Okay, we go to the other side of the room. Here on the second row, please. Thank you. Thomas Schmidt, Austria Press Agency. President Tusk, you have said a final decision on the Brexit emergency summit will be made in October. We have heard from various sources there could be an extra summit on the 17th and the 18th of November. I wonder, at this stage, can you already give a confirmation that if an emergency summit will be decided, then this will be the date? And also to President Juncker and Chancellor Kurz, how do you want to prepare and step up your contingency plans for a no-deal scenario in order to avoid chaos at airports and in everyday life, transport of goods, etc.? Is there action needed on the EU side? If we feel that we are able to finalize and formalize our deal
in November, I will call this extraordinary meeting, but not as an emergency, but as a punchline of effective negotiations before October and during our October European Council meeting. It means, and our partners were here absolutely clear that what we need today is a common determination on both sides to end our negotiations in October. But for some legal and formal reasons, then we will need a summit to formalize this agreement. Without October's grand finale in a positive sense of this word, there's no reason to organize a special meeting in November. This is the team, yeah. 17 and 18. 17, 18. Yes. Saturday and Sunday, yeah. To be, yeah. It's 17, 18. As we need a positive conclusion, I would like us to have this conclusion being drawn in October, because time is right now for the agreement. A no deal is not my working assumption, but would it happen, then we are prepared, because the Commission has prepared in detail all the elements of consequences of a no deal which could be entailed by a no deal. So don't worry, be happy, don't worry. Not a lot to add. I agree with President Juncker that it shouldn't be our goal to reach no deal. I think we have to avoid a hard Brexit, but of course we are prepared to all scenarios, but I think it doesn't make sense to now discuss the no deal scenario, because I hope that a deal is the more realistic scenario. Okay. Thank you. With this, I conclude the press conference. Because atmosphere here is much warmer than in Egypt, yeah? Thank you. Drei, 4 Minuten. In 3 bis 4 Minuten. Ja. Geht es so, wenn wir da miteinander reden? Wenn die Leute weg sind? Just with them, they will record.